Ich werde 30 Tage mit minimalistischer Garderobe leben und alles, was ich nicht mehr brauche, ausmisten. Am Ende soll meine gesamte Garderobe in diese Box passen. Fehlt da nicht die Individualität? Wie viel ist wirklich genug? Und was passiert, wenn alles in der Wäsche ist? Kann ich mich wirklich schick und wohl fühlen, wenn ich immer das Gleiche trage und auf so viel verzichte? Und was passiert, wenn ich zu viel ausmiste und plötzlich zu wenig habe? Das ist meine einzige Hose. Ich habe ziemlich viel Kleidung. Einiges davon sehr alt und tausendfach geflickt. Aber fast die Hälfte davon trage ich selten bis nie. Und das soll sich jetzt ändern. Denn eine aufgeräumte Garderobe und nicht kaputte Kleidung soll viele positive Effekte haben. Weniger Kleidung soll Stress reduzieren, Entscheidungen erleichtern, zu weniger Chaos im Schrank und weniger Kaufdruck führen. Gleichzeitig fördert sie Qualität statt Masse, entlastet die Umwelt und stärkt die Selbstwahrnehmung und hilft dabei, emotionalen wie materiellen Ballast loszuwerden. Da bin ich ja mal gespannt. Wie viele Kleidungsstücke inklusive Schuhe besitzt ihr? Im Durchschnitt sind es in Deutschland 100 pro Person. Bei mir sogar ein bisschen mehr. Außerdem kaufen wir jedes Jahr 56 neue dazu. Heißt, wir werfen auch eine Menge weg. Aber dabei tragen wir 40% der Klamotten, die wir besitzen, nur sehr selten oder nie. Außerdem tragen wir durchschnittlich jedes Kleidungsstück nur 7 Mal, bevor es im Müll landet. Und damit das aufhören kann, wird dieses Experiment nicht nur meinen Kleiderschrank völlig verändern, sondern auch, wie ich mich selbst sehe und fühle. Ich habe so einen dummen Fehler gemacht. Die Regeln. Ich sortiere meine Kleidung auf das absolut Nötigste und lebe 30 Tage nur damit. Geht was kaputt oder fehlt wirklich etwas, weil ich zu viel aussortiert habe oder so, darf ich an einem einzigen Tag nachkaufen. Das ist mein Joker. Und den werde ich da einsetzen, wo ich seit über 10 Jahren immer gerne einkaufe. Armed Angels. Wenn man seine Garderobe radikal reduziert, dann bleiben nur die Teile übrig, die wirklich zählen. Und genau da passt die Detox Denim von Armed Angels perfekt rein. Anders als die meisten Jeans ist sie komplett frei von Toxinen und Pestiziden. 0% toxisch, 100% Klarheit. Und für mich eine tägliche Erinnerung, nur das an mich ranzulassen, was mir gut tut. Ich kaufe seit über 10 Jahren nachhaltigere Mode bei Armed Angels und bin sehr glücklich mit meinen dort gekauften Kleidungsstücken. Falls ihr das auch probieren möchtet, könnt ihr jetzt 15% sparen. Mit meinem Code CHANGEMAN15 ab einem Mindestbestellwert von 50 €. Gültig bis zum 14. Oktober auf alles außer dem Sale. Und kostenlosen Versand gibt's obendrauf, wenn ihr euch als Changemaker beim Newsletter anmeldet. Und ich möchte es schaffen, mich endlich in meiner Kleidung wohlzufühlen. Das ist mir bisher auch nach vielen Experimenten nie so richtig gelungen. Und ich hoffe, das wird jetzt anders. Ach, Schuhe muss ich noch dazu tun. Ach ja, und die Dinge, die ich anhabe, muss ich auch zählen. Es gibt viele verschiedene Ansätze, wie man Kleidung klug reduziert. Und eine davon kommt tatsächlich von Marie. Ja, wir sind inzwischen per Du. Liebe Grüße bzw. lieben Gruß. Einer reicht ja aus. Wer ist Marie? Ach so, natürlich. Marie Kondo ist eine japanische Aufräumexpertin, bekannt für ihre KonMari-Methode. Sie empfiehlt, jedes Kleidungsstück in die Hand zu nehmen und zu fragen, löst es Freude in mir auf? Dein Körper reagiert darauf. Bei Lieblingsstücken spürst du sofort ein positives Gefühl, bei anderen eher neutral oder negativ. Studien weisen darauf hin, dass überfüllte Kleiderschränke Stress, Unzufriedenheit und schlechteren Schlaf fördern können. Falls du übrigens Bock hast, misst du jetzt mit mir zusammen aus. Gemeinsam ist ja oft alles etwas leichter. Und wenn du jetzt sagst, es gibt auch andere Wege als Marie Kondo, um auszusortieren, muss ich erstmal sagen, schönes Lächeln. Und du hast recht. Aber ich habe tatsächlich mal wieder die KonMari-Methode benutzt, weil eine Variante davon mir auch beim Ausmisten dieses Raumes geholfen hat. Aber vorher muss ich erst einmal alles zählen, meine ganze Garderobe. Wie viel besitze ich wirklich? Das ist alles. Hier ist quasi aber auch gemischt berufliche Kleidung und private Kleidung. Und das werde ich auch noch sortieren müssen. Ich werde aussortieren und alles soll am Ende in diese Kiste passen, außer berufliche Dinge. Mit berufliche Dinge meine ich bestimmte Hemden, die ich wirklich nur beruflich anziehe und nicht privat. Schuhe nehme ich aus, aufgrund meiner Schuhgröße von 47,5, weil da passen dann einfach nur 2 Paar Schuhe rein. Das wäre ein bisschen albern. Was habe ich eigentlich so? Ich habe diese Paar Schuhe, ich habe diese Pullover, ich habe diese Hosen und die ich anhabe. Dann habe ich einige T-Shirts und noch einige Hemden und so Special Dresses, wie zum Beispiel diesen Pullover, den ich mal geschenkt bekommen habe vom WWF und ein Sakko, das ich einmal im Jahr oder so zu Premieren anziehe. Moment, wieso sieht das so wenig aus? Ich dachte, das wären über 100 Klamotten. Ja, ursprünglich 127, aber das ist schon Tag 3. Ich habe nämlich so einen dummen Fehler gemacht. Und leider meine Speicherkarte der ersten Tage gelöscht. Ich habe an den ersten beiden Tagen schon einiges aussortiert,
Hauptsächlich war es Kleidung, die komplett kaputt war oder mit der ich keine gute Erinnerung verbinde. Und genau das mache ich auch an Tag 3, bis ich alles auf eine Auswahl reduziert habe, die mich glücklich... Naja, zumindest zufrieden. Denn das Thema Wohlfühlen in meiner Kleidung ist nochmal ein ganz eigenes Thema, das mir später ziemlich zu schaffen machen wird. Genauso wie fehlende Kleidung. Macht. Hast du mich gerade pausiert? Ja. Beim Betrachten der ganzen Sachen, die ich hier habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Ich trage Dinge sehr lange. Dieses T-Shirt hier ist schon so oft repariert worden. Es geht immer wieder kaputt. Ich glaube, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Ich glaube, ich brauche, auch wenn ich jetzt hier aussortiere heute, trotzdem auch ein paar neue Klamotten. An Tag 1 besitze ich T-Shirts, Hemden, Jacken, Hosen und Schuhe. Insgesamt 127 Stück. Die Schuhe nicht einzeln gezählt, sondern als Paar. Ach ja, und ohne Unterwäsche und Socke. Die habe ich bis jetzt nicht gezählt. Bei meiner Kleidung sind Stücke dabei, die ich seit 10 Jahren nicht getragen habe. Wieso habe ich die noch? Und wie soll ich es schaffen, diese Berge an Kleidung auf diese Box zu reduzieren? Und wieso habe ich nicht einfach eine größere Box gekauft? Weil du ungeduldig bist und die erste genommen hast, die du gesehen hast. Ah ja, ich nehme jedes Teil in die Hand und spüre in mich rein. Das hilft und geht plötzlich überraschend schnell. In den ersten 2 Tagen reduziere ich von 127 auf 78 Stücke, 49 weniger. Und am 3. Tag bin ich richtig warm gelaufen und reduziere erneut. Und habe keine Ahnung, welche extremen Konsequenzen das noch haben wird. Das Aussortieren von Dingen in diesem Raum war ja schon schwer genug. Und jetzt an die Garderobe zu gehen, ist irgendwie nicht viel einfacher, weil hier das Gleiche passiert. Ich nehme einen Gegenstand und denke mir, ach, das erinnert mich an Hauke, Crystal F. aus Berlin, der mir das geschenkt hat. Ich möchte den Pullover nicht wegschmeißen, weil das ist so eine schöne Erinnerung. Das Ding ist aber auch bald 10 Jahre alt. Ich habe also Klamotten, die ziemlich kaputt sind. Ich habe Klamotten, die sehr alt sind und die ich kaum noch trage, die ich so aus nostalgischen Gründen habe, wo ich mir einfach überlegen muss, brauche ich das wirklich? Und ich habe Klamotten, die ich nur beruflich anziehe oder aus beruflichen Gründen brauche. Um euch nicht durch den kompletten Prozess jedes Kleidungsstücks führen zu müssen, zeige ich euch hier alles, was ich an Tag 3 habe. Und das ist nur das Private. Davon bleibt nur das hier übrig. Und Laura, wenn du dich jetzt fragst, was das eine Stück ist, das ich behalte, obwohl du es sofort wegwerfen würdest, das hier. Ich habe ein Kleidungsstück behalten, privat. Und zwar ist das dieser Pullover hier. Den habe ich auch mal geschenkt bekommen und der ist einfach 100% Plastik, glaube ich. Aber der ist halt super warm und richtig gemütlich. Deshalb, der wird behalten. Das ist so mein Guilty Pleasure Stück. Beruflich ist es übersichtlicher. Da behalte ich quasi alles. Auch wenn ich das Sakko eigentlich nur 1- bis 2-mal im Jahr trage. Aber dann brauche ich es auch wirklich. Und bei den Schuhen ist es dann nochmal speziell. Dann habe ich hier 2-mal Schuhe, die ich mir gekauft habe, als ich in Amerika war. Und danach habe ich aber Schuhe geschenkt bekommen. Aber hier bin ich gerade etwas unsicher, weil die sind so wenig genutzt. Die würde ich jetzt wirklich mal zur Seite stellen. Weil Schuhe jetzt wegtun, die noch wunderbar funktionieren, da sehe ich keinen Sinn drin. Und wie viele von euch habe auch ich ein ganz besonderes Lieblingskleidungsstück, das auf keinen Fall wegkommt. Und als ich das klar für mich entscheide, fällt mir etwas auf. Denn von manchen Dingen braucht man vielleicht nur eins. Und dann habe ich diesen Klimapullover, den mir der WWF geschenkt hat. Ich liebe das Ding und das ist so unfassbar gemütlich. Und während ich das sage, fällt mir die Doppelung auf. Dieser Pullover ist unfassbar gemütlich. Den hier behalte ich, weil er unfassbar gemütlich ist. Wie viele warme Pullover zum Zuhause chillen braucht man? Ich glaube eigentlich nur einen. Ich glaube, der muss auch aussortiert werden. Wenn jetzt irgendwer draußen sich fragt, warum geißelt er sich schon wieder so selbst und will alles in den Karton kriegen, weil ich sonst nichts wegtun werde. Ich werde alles behalten. Ich brauche diese Form. Ich brauche eine Form und ein Regelwerk, sonst funktioniert das für mich nicht. Ohne so Regelwerke bin ich nicht stark genug, das durchzuziehen. Das ist einfach falsch gelerntes Verhalten, weil bei uns zu Hause früher nichts weggeschmissen wurde. Und deswegen muss ich das jetzt einfach mit so Regelsystemen für mich lernen, um dann ein Gefühl zu bekommen. Dann macht man es vielleicht erstmal ein bisschen extremer, aber irgendwann pendelt man sich ein und hat ein vernünftiges Gefühl dazu. Und dieser Prozess ist wichtig. Das kennt man übrigens auch aus der Psychologie. Wenn wir uns ein Extrem vornehmen, zum Beispiel alle Kleidung in einen Karton zu packen, verlassen wir unsere Komfortzone. Wir testen eine extreme Grenze. Studien weisen darauf hin, dass wir genau dann am meisten lernen, wenn man ausmistet und auf Extrem geht. Denn dann stellt man fest, welche Dinge wirklich dazugehören zur Identität und welche eher Ballast sind. Reduktion schärft den Blick. Und am Ende finden wir leichter zur Mitte. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich habe alles, was hier drauf ist, habe ich seit mindestens 1, wenn nicht 2 Jahren nicht mehr angehabt. Das hier ausgenommen und das hier ausgenommen und das hier. Die hatte ich mindestens einmal an, diese 3 Gegenstände. Und damit reduziere ich erneut.
und laufe Gefahr, es zu übertreiben. Denn von 78 lande ich bei 45 Stücke insgesamt, komplett ohne Unterwäsche gezählt. Davon sind 12 rein beruflich, die ziehe ich bei Seminaren, bei Jobs an und so weiter, beim Pitchen von irgendwelchen Firmen. Und 33 Stück sind privat. Und wenn du jetzt sagst, muss ich sagen, dass ich kein Wort verstanden habe. Gar nichts. Ich mache jetzt einfach mal weiter und du denkst nochmal, was du sagen wolltest. Eine Regel aus dem Minimalismus, die ich super finde, ist die 90-90-Regel. Man behält nur Dinge, die man zu 90% nutzt oder die 90% Freude bringen. Und damit wird es sehr viel einfacher, Entscheidungen zu treffen. Und daher wende ich die jetzt nochmal ganz bewusst an. In den folgenden 20 Minuten nehme ich alle Stücke nochmal in die Hand und es passiert etwas Seltsames. Mein altes Problem nicht loslassen zu können, mein Zögern, scheint gar nicht mehr zu existieren. Ich reduziere ein letztes Mal von 45 Stücken auf 26. Ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, ich habe das umgekehrte Problem diesmal. Es ist zu wenig. Von 127 auf 26 Kleidungsstücke. 101 weniger. Gehe ich damit jetzt zu weit und sortiere zu viel aus? Weil bisher war Loslassen und Wegwerfen ein riesiges Problem für mich. Wieso bin ich dieses Mal so radikal, so klar, so entscheidungsfreudig? Die Wissenschaft hat da eine Theorie. Ein wichtiger Aspekt beim leichteren Loslassen wird mein Gehirn sein. Das ist inzwischen trainiert. Denn Loslassen und Ausmisten können wir durch Wiederholung lernen. Wie vieles andere auch. Aber eine klare Einschränkung hilft mir, vor allem visuell. Die Box bringt mich dazu, schnell und klar zu entscheiden. Ich weiß, dass ich am Ende alles außer Schuhe und Jacken da reinbekommen möchte. Und auch sonst ist Ausmisten leichter geworden für mich. Denn ich habe klare Regeln für mich aufgestellt. Zum Beispiel mich weiter daran zu halten, dass jedes Mal, wenn ein neuer Gegenstand in diesen Raum kommt, ich einen alten abgebe. One for one. Auch wenn es emotional aufgeladene sind, wie dieses Comic, das ich dann komplett abfotografiere und digital speichere. Ich habe inzwischen Übung darin. Und das merke ich dieses Mal stark. Aber es gibt auch einen emotionalen Effekt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich komme immer wieder an diesen Punkt bei dieser Form von, ich möchte mich befreien von zu viel Besitz und ich möchte es auch anders machen ab jetzt. Muss man ja trotzdem erstmal sich befreien von Dingen, dass es mir einfach schwerfällt und ich richtig traurig werde. Das hat mich sehr überrascht. Kleidung fühlt sich für mich nicht so emotional an. Tatsächlich ist sie das aber. Und vor allem beim Loslassen. Denn Aussortieren generell macht oft traurig. Und weil auch Kleidung mit Erinnerungen verbunden ist, zum Beispiel an unser altes Ich, das das getragen hat, wird es schwierig. Das Loslassen fühlt sich wie ein kleiner Abschied an. Und das, was ich hier erlebe, ist tatsächlich eine echte Trauerreaktion. Körperlich und mental. So. 3. Ausmisten ist ein hochemotionaler Prozess. Denn neben den ganzen Erinnerungen haben wir natürlich auch Angst. Ausmisten kann Angst machen. Angst, Fehlentscheidungen zu treffen oder die Angst, wichtige Erinnerungen zu verlieren. Und trotzdem schafft das Ausmisten Klarheit, stärkt das Selbstwertgefühl und macht Platz, innerlich und äußerlich, für die Person, die wir heute aktuell sind. Und manchmal auch für die, die wir werden wollen. 20 Cent nur? Geizhals. Und als ich endlich fertig bin, weiß ich nicht so richtig, ob ich übers Ziel hinausgeschossen bin. Denn ich habe plötzlich nur noch folgende mögliche Optionen in meinem Kleiderschrank. 1, 2, 3 Pullover. Allerdings habe ich privat nur noch eine Hose und auch nur ein nicht kaputtes T-Shirt. Also eigentlich habe ich nur ein einziges wirklich komplettes Outfit. Aber das passt immerhin in den Karton. Stopp! In the name of, da fehlen doch Dinge. Wer meine Videos aufmerksam schaut, weiß, dass ich ein sehr blaues Hemd und noch weitere T-Shirts habe. Und so eine Hose. Wo sind die denn? Die waren in der Wäsche. Und die rechnen wir jetzt noch dazu. Sortiert nach Jahreszeit. Für den Sommer diese Auswahl an Kleidung. Diese Kleidungsstücke fehlten vorher. Das ist fast alles Leinen und für die kälteren Monate komplett raus. Aber für den Sommer bin ich gut gerüstet. Für die Übergangsmonate habe ich diese Kleidungsstücke. Aber die beiden Hosen hier trage ich nur beruflich, die dürfen nicht dreckig werden. Also rechnen wir die auch raus. Und für den Winter gibt es noch diese Jacke und diese Schuhe. Insgesamt also 28 aktive Kleidungsstücke privat. Beruflich sieht's so aus. Da bin ich wirklich gut aufgestellt. Und ja, das ist tatsächlich Arbeitskleidung. Augen auf bei der Berufswahl.
Das Ausmisten ist eine Achterbahnfahrt, trotz der Übung aus dem letzten Video. Erinnerungen, Nostalgie, schöne wie belastende Momente. Erst durch Loslassen kann ich zum Ziel übergehen. Weniger Ballast, weniger Entscheidungsfatigue, einfacher gut aussehen. Klingt perfekt, oder? In der Realität ist es nicht ganz so simpel. Doch der zweite Teil fühlt sich deutlich kürzer und leichter an als der erste. Ich habe es geschafft und trotzdem habe ich jetzt schon ein Problem. Ich habe zwar 3 mögliche Outfits, aber damit schaffe ich privat keine Woche, wenn ich nicht ständig halbleere Waschmaschinen laufen lassen möchte. Ich habe also erstmal zu wenig Kleidung. Zeit, meinen Joker anzuwenden. Ich habe einen gekauft. Wenn alles gut läuft, werdet ihr mich in den nächsten Jahren nur noch in diesen Klamotten sehen. Pullover in knalligen Farben. Ein paar Shirts in bunten Farben. Das sind immer die gleichen Shirts. Das ist immer der gleiche Stil. Es gibt jetzt hier keine krass verschiedenen Stilunterschiede. Und dann noch 2 Hosen, wobei ich mir hier noch nicht ganz sicher bin, ob die mir beide gut stehen. Nach dem Einkauf habe ich 5 Pullover, 8 Shirts, 2 Jeans und ich glaube, damit komme ich super klar. Man wechselt jetzt im Herbst ja nicht jeden Tag die komplette Garderobe, außer man isst so schlecht Spaghetti wie ich. Die Reduktion wird mir helfen, mich auf das Wesentliche zu fokussieren und mich wohlzufühlen. Hoffe ich zumindest. Außerdem habe ich ein neues Lieblingsstück gefunden. Davon habe ich dann jetzt 1, 2... Was ist das dritte? Hier habe ich mich übrigens für die Ayo Tarpa entschieden, weil sie sich super kombinieren lässt. Schlicht mit einem T-Shirt oder auch elegant getragen. Also genau das, was ich in meiner Garderobe brauche. Erst reduzierst du und dann kaufst du? Ist das das Ziel einer minimalistischen Garderobe? Minimalismus heißt für mich nicht, nie wieder was zu kaufen, sondern gezielt. Und zwar genau das, was ich wirklich brauche und trage. Beim Aussortieren habe ich gemerkt, für Winter- und Übergangszeiten wie Frühling und Herbst fehlt mir einiges. Also kaufe ich jetzt ein paar gute Teile nach, die zusammenpassen, mit dem Ziel, eine kleine Garderobe zu haben, die immer funktioniert und kein voller Schrank mit Dingen, die ich selten bis nie anziehe. Oder für die ich mich schäme oder die mich an schlechte Zeiten denken lassen oder die mir nicht gehören. Ich habe noch ein T-Shirt hier im Video, das mir gar nicht gehört. Das ist ausgeliehen. Vielleicht erratet ihr welches. Ich werde es nicht verraten und auch nicht von wem. Falls du das siehst, sag Bescheid, ich schicke es dir jederzeit zurück. Es gibt übrigens verschiedene Ansätze zur minimalistischen Garderobe. Die bekannteste ist wohl die Capsule Wardrobe. Wenige hochwertige und gut kombinierbare Teile, meistens 30 bis 40 Stück. Darunter Hosen, Oberteile, Jacken, Schuhe und Kleider, die sich vielseitig das ganze Jahr über tragen lassen. Es gibt auch den Ansatz, einfach 7-mal das gleiche Oberteil, die gleiche Hose und das gleiche alles zu besitzen. Uniform Wardrobe. Das soll Decision Fatigue reduzieren, also die Entscheidungsmüdigkeit. Je mehr wir entscheiden, desto müder wird unser Gehirn über den Tag. Und wenn wir die Entscheidung, was wir morgens anziehen sollen, wegfallen lassen, bleibt für den Rest des Tages mehr. Ja, aber jeden Tag exakt das Gleiche anziehen, erinnert mich an diese Szene aus American Psycho. Das ist mir persönlich ein bisschen zu reduziert. Ich mag manchmal auch knallige Farben. Eine Reduzierung meiner Kleidung macht auf jeden Fall Sinn. Und mit dem, was ich neu gekauft habe, habe ich mich bewusst für maximal kombinierbare Teile entschieden, die trotzdem knallige Farben haben. So habe ich weniger Entscheidungsstress, aber auch Abwechslung im Stil. Und am Ende habe ich dadurch Kleidung, die ich wirklich mag und die nicht nur einen Zweck erfüllt. Und damit bearbeite ich auch direkt ein riesiges Problem, das mir erst durch das Experiment so richtig bewusst geworden ist. Kleidung, die man wirklich mag. Ich glaube, das ist eins meiner größten Probleme. Seit immer. Und vor allem, seit ich mich vor Kameras traue. Ich fühle mich einfach nicht super wohl in meinen Klamotten. Ist mir einfach jetzt mal aufgefallen. Welche Gedanken mache ich mir eigentlich beim Aussuchen, was ich anziehe? Ich habe das gar nicht mehr so stark im Fokus, wie wohl ich mich fühle. Ich glaube, weil es auch gar nicht so einfach ist. Weil ich einerseits mich gerne flashy anziehe und voll auffällig, aber es kann sein, dass ich im nächsten Moment am liebsten unsichtbar sein möchte. Und das ist gar keine gute Grundlage. Welche Sachen zieht man dann an? Das ist ja echt schwierig. Und wenn du jetzt sagst, du hast ja gar keinen Stil, gar keinen Modegeschmack, dann muss ich antworten, du hast absolut recht, Gabriel. Das ist Coco Chanels echter Name. Wir sind per Du. Ja, ich habe keinen klaren Stil, keinen wirklichen Modegeschmack. Und was jetzt, Gabriel? Kleidest du mich jetzt an? Nein. Aber zum Glück habe ich solche Granaten wie Melissa Lee im Freundeskreis. Und durch sie zum Beispiel rausgefunden, dass ich den Style von Jeff Goldblum super finde. Was dazu geführt hat, dass ich so auf öffentlichen Veranstaltungen war. Ich mag den Look von Jeff Goldblum, aber ich habe nicht das Selbstbewusstsein, diese Coolness so zu leben nach außen. Ich habe es letztes Jahr auf den Media Days mal probiert, aber das war echt Überwindung.
Privat liebe ich diese Jacke. Sie mit mir zu füllen und öffentlich selbstbewusst zu tragen, fällt mir nicht immer leicht. An manchen Tagen bin ich lieber unauffällig, an anderen will ich extrem sichtbar sein. Wie kriegt man so einen gemischten Stil für eine tägliche Garderobe hin? In allen Dingen, die ich jetzt bearbeite in meinem Leben, geht es darum, klare Entscheidungen zu treffen in Bereichen, die einfach so mitgelaufen sind. Und Mode gehört halt ein bisschen dazu. Ich möchte versuchen, einen eigenen Stil zu finden und ich möchte vor allem eine Garderobe, mit der ich mich wohlfühle und die funktional ist. Mal gucken, ob ich diese Mischung hinbekomme. Und genau hier entscheidet sich, ob das Experiment scheitern wird oder tatsächlich mein Leben verändert. Denn die Unsicherheit ist jetzt stärker, als sie vorher war. Aber dann befolge ich ein paar Gut-Tipps aus meinem Freundeskreis, die dir vielleicht auch helfen, wenn du öfter nicht genau weißt, ob du dich damit wohlfühlst oder was du anziehen sollst. Um einen eigenen Stil für die tägliche Garderobe zu entwickeln, fange ich mit den Grundlagen an. Verlässliche Kernstücke, die gut zu mir passen und die ich wirklich gern trage. Diese Teile bilden den stabilen Rahmen, egal wie ich mich gerade fühle. Und die Inspiration von Vorbildern hilft mir, ohne dass ich kopieren muss. Ich nehme nur Elemente, die mir gefallen und passe sie an mich an. Und so taste ich mich langsam an Extreme, wie so sehr bunte Farben, und behalte die Basics. Eins nach dem anderen. Für den Übergang ist es super, denn so bleibt mein Stil erstmal flexibel. Heute habe ich nicht so Lust aufzufallen, deswegen diesen Pullover an. Ist ja gerade genug draußen. Und los geht's. An manchen Tagen will ich sehr gut sichtbar sein, an manchen eher unsichtbar. Das hängt ja auch damit zusammen, wie man sich innerlich fühlt. Eine Sache liebe ich wirklich, die so viel vereinfacht. Man greift morgens einfach in den Kleiderschrank, wähle ich heute eine Farbe aus, ja, super, und dann passt der Rest dazu. Also jetzt habe ich hier diese helle Jeans an, die dunkle hätte auch gepasst. Wenn ich raus muss, auf die Jacke drüber, mix and match und fertig. Jede Person hat einen eigenen Geschmack, auch wenn sie den erst noch finden muss. Und um den zu finden, muss ich vor allem aushalten. Denn Übung macht den Stil. Manche Looks, die ich so im Kopf hatte, fühlen sich in der Realität anders an. Und diese Jacke gehört dazu. Irgendwie habe ich noch kein richtiges Gefühl für sie entwickelt. Also probiere ich weiter aus, beobachte, passe an. Und während die neue Garderobe sich erstmal gut und leicht anfühlt, bleibt mein größtes Problem bestehen. Aber einige Effekte sind trotzdem schon spürbar. Bisher bereue ich nicht, dass ich aussortiert habe. Und das ist wichtig. Und ich werde die ganzen Sachen, so wie letztes Mal, ins Sozialkaufhaus bringen und lokal spenden. Also die landen nicht in irgendeinem Kleidercontainer. Und das Loslassen ist so leicht gewesen wie noch nie. Und wenn ich auf die Effekte schaue, sind mir einige noch nicht so ganz klar, andere dafür sehr. Ich habe mich jetzt für diese neue Garderobe entschieden. Das heißt, es dauert zwar länger, bis meine Waschmaschine voll ist und ich kann keine Wäsche verschieben, ich muss jedes Wochenende waschen, aber dann habe ich genug zum Anziehen. Ein positiver Effekt ist übrigens auch, dass ich aktuell gar kein Interesse an neuer Kleidung habe. Das ist jetzt meine feste Garderobe. Diese Kiste und die Dinge, die daneben liegen, aber das kläre ich noch. Und es gibt einen Effekt, den ich nicht erwartet habe, der mich aber wirklich glücklich macht. Absoluter Lieblingseffekt bis jetzt. Ich bekomme immer mehr Komplimente von außen, von fremden Leuten für meine Klamotten. Das ist mir noch nie passiert. Und ich glaube, es sind die Farben, weil es wird immer darüber gesprochen, dass wir die Farben besonders toll sind. Das heißt, ja, im Grunde werden meine Farben komplimentiert. Das macht gute Laune, das macht Spaß und sorgt halt dafür, dass ich selber auch, wenn ich was Cooles sehe an Leuten, anfange, Komplimente zu geben. Das ist so richtig dieser amerikanische Stil. Und es macht mir Spaß. Und das macht anderen Leuten Spaß und sorgt einfach für eine gute Stimmung. Und es ist so einfach. Es ist so einfach, anderen Menschen Komplimente dafür zu geben, was sie Tolles anhaben, was sie Tolles dabei haben, dass sie eine tolle Frisur haben. Es ist so einfach. Für mich auf jeden Fall ein Stück Weltverbesserung im kleinen Sinne. Ja, dieser Effekt kommt unerwartet. Aber einen anderen kann man sogar selbst beeinflussen. Und für sowas liebe ich Forschung. Kleidung kann uns nämlich Superkräfte verleihen. Sie beeinflusst nicht nur, wie andere uns sehen, sondern auch, wie wir uns fühlen. Dabei beeinflusst sie unser Denken und Handeln. Darauf weist eine Studie von 2012 hin. Im Experiment trugen Teilnehmende entweder einen weißen Laborkittel, der als Arztkittel bezeichnet wurde, oder denselben Kittel, der aber als Malerkittel bezeichnet wurde. Die im Arztkittel machten bei Konzentrationstests wesentlich weniger Fehler als diejenigen, die nur den Malerkittel trugen. Also zieh am besten an, worin du dich sicher und fähig fühlst, und es kann wirklich verändern, wie du dich benimmst, wie du denkst und wie du handelst. Was zieht uns eigentlich an? Anziehen, verstanden? Weg. Weg. Und bitte keine Witze erklären. Zieht uns die Kleidung einer Person an? Oder was ist es? Also für anziehende Kleidung gibt es tatsächlich Beispiele.
Aber meistens ist es etwas anderes, das uns wirklich anzieht. Also anziehend finden wir die Präsenz, die Stimme, die künstlerische und innere Haltung einer Person. Und Menschen, die das haben, brauchen keine lauten Outfits, weil sie durch ihre Arbeit und ihre Stimme und ihre Präsenz wirken. Und viele Menschen, die ich liebe, sind modisch sogar eher besonders unauffällig. Und doch macht mir die Frage des Äußeren immer wieder Stress. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich denke oft drüber nach. Wann bin ich sichtbar genug? Wann ist es zu viel? Diese Sorgen sind tatsächlich weit verbreitet. Denn psychologisch steckt dahinter unser Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Kleidung ist wie eine Rüstung, ein Signal. Sie gibt uns das Gefühl, Kontrolle über unsere Sichtbarkeit zu haben. Aber die eigentliche Sichtbarkeit entsteht eigentlich nicht durch Stoff oder irgendwelche Textilien, irgendwas, was man anhat. Am Ende geht es nicht darum, gesehen zu werden, sondern sich gesehen zu fühlen. Etwas, das ich durch Reaktionen auf meine Arbeit definitiv spüre. Eigentlich bin ich schon längst da, wo ich hin will. Also Auswahl und Individualität fehlt mir nicht in meiner neuen Garderobe. Das ist ein Problem, was nicht aufgetaucht ist. Dafür fallen mir jetzt andere Dinge auf, die ungeordnet sind und die mich so krass stören, dass ich mich frage, wie ich das jemals ausgehalten habe vorher. An diesem Tag fällt mir etwas Besonderes auf. Minimalismus wirkt nicht nur im Kleiderschrank, sondern schleicht sich plötzlich auch in andere Lebensbereiche, als hätte ich eine Grenze übertreten. Und das ist ein ganz klarer Wendepunkt für mich. Einmal Verhaltensmuster und zum Zweiten digitales Chaos. Ob Reddit oder Social Media, ich scrolle manchmal wirklich sinnlos durch Reddit. Ich drifte dann in so ein ganz komisches Konsumverhalten ab. Also das ist ja eine Art von Prokrastination. Aber die ist mir bis jetzt nicht so aufgefallen. Privat habe ich das übrigens gut im Griff. Das passiert mir nur während der Arbeitszeit. Zweitens digitales Chaos. Also mein Smartphone ist nur ein Beispiel, aber ich habe keine richtige Ordnung. Die Sachen hängen da irgendwie drin, die ganzen Apps. Und ich brauche da eine Ordnung. Wieso habe ich da keine? Die Frage ist auch bei den ganzen Apps, was brauche ich wirklich? Bei den ganzen Programmen, was brauche ich wirklich? Die minimalistische Garderobe soll den Fokus vom Haben aufs Sein bewegen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch gerade passiert. Mir deshalb diese kleinen, aber nicht besonders gesunden Verhaltensweisen richtig stark auffallen und wirklich massiv stören. Das macht tatsächlich Sinn. Also, dass mich das plötzlich so viel mehr stört. Mein Gehirn hat sich schnell an die neue Klarheit im Kleiderschrank gewöhnt. Und plötzlich fallen mir andere Dinge auf, die ungeordnet sind. Mein Schreibtisch, mein Smartphone, mein Medienkonsum. Vorher war das so ein kleines Hintergrundrauschen und jetzt fühlt es sich an wie ein fettes Störgeräusch. Tatsächlich ist das gar kein so überraschender Effekt, wie ich bei der Recherche nach dem Experiment herausgefunden habe. Mein Gehirn hat jetzt einen neuen Standard für Ordnung entwickelt. Und wenn die Garderobe minimalistisch ist, dann wirkt das tote Scrollen auf Social Media oder ein chaotisches Desktop einfach nur noch anstrengend. Mein Gehirn will jetzt diesen Aufräummodus auch auf andere Bereiche übertragen. Was brauche ich wirklich? Diese Frage springt dann wie von selbst über. Erst auf Kleidung, dann auf Medien, Konsum, Beziehungen und sogar Gedanken. Und das zeigt sich auch mehr und mehr in den Effekten, die ich spüre. Und so sieht es nach Woche 3 aus. Aber da weiß ich noch nicht, was in der letzten Woche passieren wird. Ich spüre eine größere Lust bei Entscheidungen, die treffe ich leichter und schneller im Moment. Und auch meine Selbstwahrnehmung ist anders geworden. Ich fühle mich wohler. Bei Stress und Ballast bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Vor allem, als in der letzten Woche einige stressige Dinge mein Leben auf den Kopf stellen. Weil da passiert was sehr Unschönes. Ich kann mich gerade überhaupt nicht richtig konzentrieren, weil mich das so belastet. Ich kann das jetzt aber auch nicht lösen. Also ich kann das nicht alleine lösen. Ja, keine Ahnung, ich bin gerade komplett raus. Ein Missverständnis im Freundeskreis führt zu einem ziemlich heftigen Streit, von dem ich mich nicht ablenken kann. Und die schönen Effekte der neuen Ordnung sind plötzlich nicht mehr spürbar. Und erst als der Streit sich klärt, habe ich wieder Zugriff auf das, was wirklich in mir los ist und was davon die Effekte meiner neuen Garderobe sind. Und die gehen plötzlich weiter, als ich es erwartet habe. Also ich wertschätze die Dinge, die ich trage, mehr als früher. Und der Griff in den Kleiderschrank ist einfach viel bewusster morgens. Ich habe weniger Auswahl und bin zufriedener. Und schätze das, was ich besitze, mehr. Und wenn du dich jetzt fragst, gibt's da einen Zusammenhang oder ist das alles Placebo? Muss ich dir sagen, dass ich die Band liebe. Seit 30 Jahren machen die perfekte Songs. Also, ja, tatsächlich gibt es einen sehr klaren Zusammenhang. Es gibt klare Forschungsergebnisse zu selbstgewählter, reduzierter Auswahl und einer nachweisbaren höheren Zufriedenheit. Die Paradox of Choice-Forschung von Barry Schwartz zeigt, dass weniger Optionen oft zu mehr Zufriedenheit führen. Weniger Kleidung gleich weniger Vergleiche.
Und das heißt weniger nachdenken über das perfekte Outfit. Aber weniger Auswahl macht zwar zufriedener, aber eine gewisse Kontrolle und Auswahl bleibt wichtig für das Glücksgefühl. Und das merke ich auch. Ich würde sagen, ich bin insgesamt zufriedener mit dem, was ich habe. Auch mit den Menschen, die in meinem Leben sind, mit denen ich streiten kann und weiß, dass sie trotzdem bleiben. Das ist sehr wichtig, finde ich. Ich merke aber auch, dass es mir immer noch Spaß macht, auszuwählen, was ich anziehe. Ich finde, das Auswählen von Kleidung ist nicht mehr stressig, sondern spielerisch. Möchte ich heute eine Farbe? Möchte ich keine? Es geht schnell, es ist einfach, es ist schön. Meine reduzierte Garderobe hat auch meinen Look verändert. Er ist aktuell bunter und trotzdem schlicht. Und wie das auf andere wirkt, habe ich ja schon gemerkt. Sie verändert allerdings auch den ersten Eindruck. Denn das Erste, was man sieht, und das ist das Außen, ist meistens Kleidung. Einer der Gründe, warum ich beruflich oft sehr klassisch unterwegs bin, vor allem bei neuen Auftraggebern, die vielleicht ein bisschen konservativer sind. Ich bin auf jeden Fall zufriedener mit dem, was ich habe. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dieser Raum hier ist noch nicht fertig. Hier darf auf jeden Fall noch Veränderung passieren. Tatsächlich weisen Studien darauf hin, dass wir nicht nur materielle Objekte reduzieren, wenn wir ausmisten, sondern auch unseren Bezug zu den Dingen, die wir behalten, verbessern. Sie werden uns wichtiger. Die wenigen Dinge, die wir behalten, achten wir mehr. Aber wie ist das in der Praxis? Spare ich morgens wirklich mehr Zeit beim Auswählen? Ist das Einräumen in den Kleiderschrank leichter, da ich schneller sortieren kann und schneller alles finde? Und wie viele Hosen und Shirts brauche ich wirklich? Gute Frage. Mach mal Platz. Also, ich spare mehr Zeit, weil es wirklich nur noch ein Griff ist. Farbe, ja oder nein, der Rest ist mit allem kombinierbar und passt immer. Fertig. Ist die Suche im Kleiderschrank und das Aufräumen leichter? Absolut. Es ist ja viel weniger und geht viel schneller. Es ist sortierter und auch visuell angenehmer. Und wie viele Hosen und Shirts ich wirklich brauche, auch wenn man wie ich gern mal Spaghetti sehr schlecht isst, verrate ich jetzt. Privat 2 Hosen, 8 T-Shirts, 3 Pullis, 8 Paar Socken und Unterwäsche und eine Übergangsjacke sowie eine Winterjacke. Und diese Jacke noch. Das ist alles. Beruflich dann noch 4 Hemden, das Sakko, 2 Anzugshosen und ein Jackett. Die hängen bei mir an einem Kleiderständer. Aber habe ich mein Ziel erreicht? Passt die Garderobe in die Kiste? Der Moment der Wahrheit. Ist der Karton leer, dann habe ich es nicht geschafft. Ist er voll, dann habe ich es geschafft. Ja, quasi. Wenn ich die Sachen, die ich jetzt anhabe, rausrechne, also eigentlich das, was man täglich anhat, eine Hose, ein Pullover, ein T-Shirt, dann passt es tatsächlich. Meine Saisongarderobe passt also jetzt in diese Box. Und eine Regel werde ich auf jeden Fall beibehalten. Wenn ich irgendwas Neues kaufe, weil es kaputt geht und ein neues reinkommt, kommt ein altes raus. Insgesamt habe ich eine Hose zurückgeschickt, die mir nicht so gepasst hat. Das sind all die Dinge, die ich noch spenden kann, also die in Top-Zustand sind, neuwertig. Die werden noch gespendet. Habe ich es übertrieben? War ich zu radikal? Werde ich mit so wenig leben können? Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ganz fertig damit, als mir plötzlich etwas klar wird, was alles andere in den Schatten stellt. Aber bevor wir dazu kommen und warum die letzte Erkenntnis mein Leben tatsächlich ziemlich verändern wird, schauen wir, welche Effekte sich bewahrheitet haben. Denn folgende Effekte kann ich bestätigen. Aber wie immer bleibt die Frage, ob diese Effekte auch wirklich nachhaltig sind. Ich habe auch bei meiner minimalistischen Garderobe das Gefühl, dass das nur ein Teil dessen ist, was ich bearbeiten muss, um wirklich nachhaltiger zufriedener zu sein. Ich bin auf jeden Fall happy mit meinem Look, egal wie simpel der ausfällt. Und heute ist einer, der nicht so farblich ist. Und eine Sache, die gerne mal unterschätzt wird, ist inneres Aufräumen. Therapie ist Vorsorge, also das ist Gesundheitsvorsorge. Und es geht auch darüber hinaus, wie ihr gleich noch sehen werdet. Oder du. Also keine Ahnung, ob du das Video alleine guckst oder mit jemandem zusammen. Wie siehst du überhaupt aus? Absolut fantastisch siehst du aus. Auch wenn ich jetzt hier noch nicht die perfekte Garderobe habe oder das Endergebnis final erreicht habe, fühle ich mich besser. Ich habe wieder Dinge losgelassen, die mich belastet haben und bin weiter auf dem Weg. Eine Sache ist mir in den 30 Tagen auch sehr bewusst geworden, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie passiert. Und zwar stören mich Dinge maximal in diesem Raum auf einmal, die mich nie gestört haben. Dazu gehören meine Möbel. Ich weiß, ihr habt es schon oft geschrieben und ich habe immer gesagt, nein, 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 aber glaube, ich brauche tatsächlich andere Möbel hier drin. Und ich habe vor allem auch meine Technik im Blick, die vielleicht weg muss. Denn ich habe das Gefühl, Entschleunigung wird dieses Jahr noch ein Riesenthema für mich. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Und worum es im nächsten Video geht, erfährst du, wenn du die Anfangsbuchstaben der Kapitel dieses Videos zusammensetzt. Abonniere, um nichts zu verpassen und passt auf dich auf. Bis bald.